Unser guter Motorradfahrer mit der Badewanne ist noch immer nicht im Freibad angekommen. Und dabei ist ja der Short, den wir gedreht haben, doch schon ein Weilchen her. Der Arme, er wollte sich abkühlen und nichts ist daraus geworden. So ist das immer bei Rita. Ihr habt gerade die Einspieler gesehen. 1,5 Jahre ist es her, ja, seitdem wir am Ort des Geschehens, den wir euch heute zeigen werden, gearbeitet haben. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem persönlichen Ort der ewigen Glückseligkeit. Also, ich dachte, der Park ist... Ja, und der Park ist jetzt der Ort der Glückseligkeit für unsere Bewohner hier. Und zwar haben wir dort jetzt ein bisschen weitergearbeitet und wir wollen euch heute unsere Fortschritte hier zeigen. Rita, ich würde sagen, du machst dich mal nützlich und krabbelst hier in diese Montageluke rein. Ich hab's befürchtet. Damit du dann die Kamera übernehmen kannst und uns von der anderen Seite zeigen kannst, wo wir hier gearbeitet haben. Denn hier sieht man nicht besonders, es sieht hier auch übrigens sehr aus, weil auch bei der U-Bahn weitergearbeitet wird. Mehr dazu aber später, wenn wir da was Vorzeigbares haben. Rita ist im Strandoutfit und ich weiß nicht, wollt ihr sehen, wie der Park aussieht oder wollt ihr sehen, wie Rita dort unten reinkrabbelt? Oh, so sieht das jetzt momentan aus. Aber ja, was soll man machen? Es geht nicht anders, weil die U-Bahn doch sehr tief angesiedelt ist. Während Rita sich hier hineinquält, zeige ich euch mal den Park in seiner Gänze. Er sieht erstens mal sehr grün aus. Das liegt daran, dass wir jetzt viele Teile, die wir im Legoland gekauft haben, endlich mal sortiert haben. Hier kommt sie raus, hier seht ihr sie. Ich bemühe mich, weil sonst höre ich Christoph beim Videoschneiden schon zu sagen, ein geschnaufert und ein gejanzert. Ja. Aber ich habe mich bemüht, dass ich wenig schnaufe. Du bist aber noch nicht ganz heraus. Hoffentlich reißt du nicht die Silos des Bauernhofs nieder. Bauernhof gibt es übrigens demnächst auch ein kleines Update. Da ist schon ein Häuschen platziert. Ja, was ist hier jetzt passiert? Es gab sagenumwobene Legenden und Geschichten, die sich rankten um Babyenten, die sich rankten um diesen Baum hier, der sehr kriminell aufgebaut wurde. Wir haben uns jetzt extra nochmal König der Löwen angeschaut, um zu sehen, wie Bäume so in Natura aussehen. Oder warum nicht König der Löwen? Keine Ahnung. Also König der Löwen so viele Bäume, vielleicht eher Tarzan, denn der spielt im Dschungel. Keine Ahnung. Ja, wir haben jetzt mehrere Teile aus dem Legoland mal herausgekramt und hier ein, wie ich finde, ganz nettes Parklayout gezaubert. Es ist hier auf der linken Seite der Spielplatz noch nicht eingearbeitet, der kommt aber noch. Und wir wollen euch mal zeigen, wie das hier jetzt so aussieht. Wir haben, Rita korrigiert noch. Der steht nicht mehr. Hier die Figuren alle beibehalten, wie sie vorher drinnen waren. Es sind auch übrigens die Babyenten noch genauso, wie sie vorher waren. Es sind aber ein paar Figuren dazugekommen und es sind auch, wie ihr sehen könnt, ein paar Bäume dazugekommen. Und zwar hier einmal der Baum aus diesem Lego City Set, wo dieses Tuk-Tuk hier dabei ist mit diesem Gärtnereidienst. Und dann sind hinten auch noch mehrere Bäume dazugekommen, um das Ganze einfach ein bisschen grüner zu gestalten. Genauso hier zu meiner Linken ein Baum mit diesen neuen Viertelbaumstämmen, damit man die ja auch mal verwendet, denn die haben wir jetzt schon längere Zeit und sind bis jetzt nur im Zoo verbaut worden. Und dann am Boden, bevor ich Rita dann die Kamera reiche, haben wir hier verschiedene Vegetationsformen. Bitte schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wenn ihr noch andere Ideen für Begrünungen habt. Wir haben jetzt sehr viele von diesen dreiblättrigen ja, Blumenblattstängeln verwendet, die gefallen mir persönlich sehr gut. Hier seht ihr, das ist also ein ganzer Haufen, den wir hier verbaut haben und die Wege habe ich jetzt hier vorwiegend in diesen 2x2 Plates in hellgrau gemacht, dunkelgrau auch ein bisschen dazu gemischt. Und was ist da auch noch dabei? Ich glaube Teile vom Bonsai. Ja. Da habe ich nämlich hier den Weg zum Beispiel auch gemacht zum Haus und da sind mir aber einige übergeblieben, denn da sind sehr, sehr viele von diesen kleinen, ja, runden Teils dabei, die ja wie diese Erde oder dieses Granulat oder was auch immer das da drin ist, sein sollen. Und da ist sehr, sehr viel dabei und da hat Christoph dann den Rest verwendet. Sind jetzt noch welche über?
Ein paar sind noch da, ja. Nicht mehr besonders viele, aber ein paar. Wir haben hier also Picknicktisch. Dann gibt es hier noch unseren Pralinenverkäufer. Ich zeige jetzt nur mal die Figuren, die Das Rita wahrscheinlich schlecht sieht. Pralinenverkäufer. Gut, dann sagst du nachher, was das ist. Ich habe geglaubt, das ist ein Pralinenverkäufer. Du darfst das nachher gerne berichtigen. Dann haben wir hier einen Polizisten, der hier seinen Rundgang macht, weil es immer wieder leider Vandalismus gibt. Leute reißen Äste von den Bäumen ab, Leute beschmieren die Parkbänke. Hier genießt jemand seinen Cookie. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Ja. Dann haben wir hier die Vorstellung unseres Stars. Wie hat der nochmal geheißen? Kannst du dich noch erinnern? Jetzt fällt mir nur die peitschende Weide. Es war vor kurzem, habe ich den Namen gerade noch gewusst. Wenn du das Video siehst, tut uns sehr leid. Wir haben dich hier mal platziert vor einiger Zeit mit mehreren Freunden hier, die zuschauen. Hier, und deswegen ist mir der Name wahrscheinlich jetzt entfallen. Ich bin schon gespannt. Hier hinten schläft ein Stinktier, nur 2 Meter hinter der Vorstellung. Wenn das wach wird, gibt es hier ein wirklich böses Erwachen. Und ja, ich habe versucht, das hier ein bisschen dicht auch zu machen mit den Vegetationen, mit den Pflanzen, hier alles Mögliche an verschiedenen Gedöns, Zeugs, was alles so kreucht und fleucht, auch Vögelchen auf den Bäumen, wie ihr sehen könnt, damit das hier richtig nett und nach einem Naherholungsgebiet aussieht. So, jetzt geben wir die Kamera mal. Polterweide, kann das sein? Ja. Das könnte sein. So, wir geben jetzt die Kamera mal an Rita und lassen sie hier den hinteren Teil des Parks Erstens mal, ich will nicht sagen, aber das muss festgehalten werden. Ihr wisst, oben und unten lenken ist nicht meine Stärke. Christoph hat ein Schild umgehauen und es war ein Oktanschild. Ja, das gehört natürlich hier zur Tankstelle, Verzeihung. Das war sicher während des Baus dieses Baumes hier. Und was ich auch noch gleich bitte richtig stellen möchte, ist, dass dieser Herr hier unten kein Pralinenverkäufer ist, sondern der hat ein Date mit der Dame. Und deswegen bringt er ihr eine Pralinenschachtel und Blumen mit, so wie man das halt macht, wenn man auf ein Date geht. Du hast von mir auch Sachen bekommen, als wir noch in der Dating-Phase waren. Sonst würdest du jetzt nicht hier stehen in meinem Reich. In dem Reich. Aber ja, mit einer ganzen Pralinenschachtel bin ich nicht dahergekommen. Nein. Kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Auch nicht mit einer Herzfarbe, ich sag's euch. Naja, gut. Aber ist halb so wild, sonst würde ich vielleicht anders aussehen jetzt. Also das passt. Christoph hat das schon besprochen. Hier ist auch die Geburtstagsfeier, da hat sich nichts geändert. Übrigens war es Chaos pur hier. Die ganzen Sachen einzubauen, den Weg einzubauen und sonstiges. Denn speziell dieser Baum hier ist sehr instabil und da ist immer wieder was zusammengebrochen, was schon gemacht Vielleicht seht ihr auch die ganzen Eichhörnchen und Eichkätzchen in den Bäumen. Die knabbern auch immer die Äste an, was die Bäume sehr instabil macht. Hier die Babyente, die den Cookie frisst und die Entenmama, die hier unterwegs ist und das Baby sucht, denn alle anderen Babys sind ganz brav im Teich und schwimmen hier die Runden, die morgendlichen, und die andere Babyente isst nur den Cookie. Auch hier finde ich ganz nett, erstens mal hier eins der Eichhörnchen, von denen Christoph gesprochen hat. Genau. Lauter neue Teile hier verbaut. Und was ich auch sehr nett finde, ist diese Figur hier, denn die hat Christoph platziert mit dem Herz. Ich bin auch mal ein Romantiker gewesen, und zwar hat sie einen Liebesbrief von ihrem Verehrer bekommen in Herzform, und der hoffentlich nicht der ist, der gerade die Pizza isst. Sie hat sich gedacht, sie geht dazu zum Lesen an einen romantischen Ort, und das ist hier dieser kleine Steg. Hier habe ich übrigens auch noch eine Frage, oder wir haben eine Frage an euch, und zwar habe ich den Teich relativ am Anfang dieses Bauprozesses gleich in hellgrau betoniert, mehr oder weniger rundum betoniert, und dann bin ich immer wieder vor der Frage gestanden, ob es nicht schöner aussehen würde, wenn die Teichumrandung grün wäre, weil das ein bisschen mehr naturmäßig aussehen würde. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn das hier zu grau ist, dann werde ich ein paar dieser grauen Plates noch entfernen und gegen grüne austauschen, was natürlich sehr viel Arbeit ist, sehr filigranes Zeug hier, weil ja, ein Handgriff und es fallen gleich 20 dieser Stängel und Blätter herunter, aber so sieht der Park eigentlich von so ziemlich allen
sehr nett aus. Auch eine Dame. Blickwinkeln ganz nett aus. Eine Dame, die von der Einwohnermeldeamtbeamtin platziert wurde. Ich erinnere mich noch, aber leider auch nicht an den Namen. Ihr wisst, mit Namen bin ich sehr schlecht. Da ist definitiv die Einwohnermeldeamtbeamtin besser drauf mit Namen, aber gut. Das ist wahr. Was ich jetzt auch noch am Überlegen war, ist, ob wir nicht die beiden Eingangsportale noch ein bisschen verschönern, ob wir da nicht irgendwelche Türen oder so Gitter machen, wo die Leute dann mehr oder weniger durchgehen müssen, wenn sie in den Park wollen, und natürlich auch, was wir hinten mit dem Spielplatz machen. Eigentlich gar nichts quasi. Ja, da könnten wir noch ein wenig was machen, auch hinten, wo dieser größere Eingang ist bei dieser Kurve. Aber ich finde es sehr schön, muss ich sagen. Und auch mal richtig schön begrünt. Ja, ich habe wieder die Kamera, nur damit ihr es wisst, ab jetzt ist wieder alles hoppala in Ordnung oder auch nicht. Wir sind immer noch ein bisschen am Herumprobieren mit dem Gimbal, ganz so einfach geht das manchmal nicht. Aber ja, das ist jetzt mal das Update zum Park, der ganz nett aussieht. Ich zeige euch das jetzt noch von der Weite, wie das in Kombination mit Rita, die übrigens auch heute in grün gekleidet ist, aussieht, und dann melden wir uns wieder, wenn wir was Neues für euch haben. Ich weiß gar nicht warum, es war meine Idee, hier weiterzuarbeiten. Es war ein saumäßig heißer Tag. Ich bin hierher gekommen und habe mir gedacht, heute wird der Park verschönert, und einen halben Tag später standen wir vor dem hier. Wir haben natürlich, das ist jetzt nur mehr oder weniger das Naherholungsgebiet in der Stadt, also für die Leute, die hier einkaufen sind und denen es dann im Einkaufszentrum zu stickig wird. Oder die eine Pizza essen unter freiem Himmel. Genau, also es gibt Leute, die essen die Pizza hier bei diesem Food Truck direkt auf der Baustelle. Oder hier im Restaurant. Oder hier im Restaurant oder einen Burger hier auch direkt bei der Baustelle, und die schlauen Köpfchen setzen sich natürlich hier in den Park. Schauen wir mal, ob es so weitergeht. Wir haben ja im Legoland jede Menge Grünzeug gekauft. Da könnten wir natürlich auch mal demnächst hier hinten das Naturgebiet verschönern. Wäre auch an der Zeit. Mal sehen, wir stressen uns nicht und wir lassen uns treiben. So, jetzt machen wir noch mal einen kleinen Schwenk für euch, und Moment mal. Gegen die Wand. So funktionieren tut das irgendwie nicht, wie ich mir das vorstelle. So. Keine Ahnung, ob wir jetzt drauf sind, ich sehe es nicht. Aber danke fürs Einschalten, und wir sehen uns demnächst in Wild City. Macht es gut. Tschüss.